Das ist der Weg. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zurück auf der Jedi-Tempel-Baustelle. Im ersten Teil hatten wir ja alle Bauteile zugeschnitten und zusammengeklebt. Entsprechend geht es nun ans Strukturieren, Gestalten und Bemalen. Ein kleiner Nachtrag aber noch, weil jemand in den Kommentaren danach fragte. Natürlich könnt ihr die Scheiben und Ringe für die Basis eures Jedi-Tempels auch zum Beispiel aus Schaumpappe bzw. Architektenpappe zurechtschneiden. Solltet ihr zum Beispiel keinen Proxxon Thermocut oder Kreisschneider besitzen. Ihr habt dann nur die etwas unschönen Schaumstoffränder, aber die lassen sich zur Not ja zuspachteln. Aber nun geht's auch schon weiter mit dem Tutorial. Zeichnet auf der Unterseite eurer Basis 6 Linien von der Mitte zum Rand hinein. Der Winkel zwischen diesen Linien muss jeweils gleich sein und somit 60 Grad betragen. Der Einfachheit halber könnt ihr für 2 Linien auch 2 Schnittkanten zwischen den Viertelkreiselementen nutzen. Markiert euch am Rand die Position der 6 Linien, dort werden später die 6 großen Felsen angeklebt. Holt euch dann etwas dickflüssige Spachtelmasse, wie zum Beispiel Fertigspachtel. Damit werden die Ritzen, Fugen und Übergänge zwischen den Bauteilen der Basis gefüllt. Schnappt euch dann einen alten und großen Borstenpinsel und tupft etwas Spachtelmasse hier und da als raue Textur auf. Auch auf der Halbkugel fürs Zentrum des Tempels, den sehenden Stein. Ich habe mir dafür eine Holzhalbkugel auf dem Bastelladen für knapp 50 Cent besorgt. Der Durchmesser sollte etwa 35 mm betragen. Während die Spachtelmasse trocknet, werden die Felsen in Form gebracht. Nehmt dafür am besten ein Cuttermesser mit einer neuen Klinge, damit der Hartschaum beim Schnitzen nicht ungewollt einreißt. Schneidet die Ecken und Kanten unregelmäßig und leicht rund ab. Setzt dabei möglichst wenig Kraft ein und schneidet idealerweise immer vom Körper weg. Einfach um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Ihr könnt auch 2 Gesteinsschichten andeuten, indem ihr das Hartschaumstück seitlich einschneidet und dann die Innenseite etwas verkürzt. Mit einem Bleistift lässt sich die Fuge dann noch etwas modellieren. Sind auch die kleinen Felsen zugeschnitten, werden alle Felsen noch zum Beispiel mit einem spitzen Stein strukturiert. Um abschließend noch etwas Spachtelmasse als Textur aufzutupfen. Mittlerweile sollte die Spachtelmasse auf der Basis getrocknet sein, daher könnt ihr an freien Stellen noch ein paar leichte Beschädigungen hineindrücken. Zum Ankleben der großen und kleinen Felsen nehme ich Heißkleber, aber natürlich geht auch Holzleim. Allerdings trocknet Heißkleber deutlich schneller, was hier natürlich von Vorteil ist. Klebt die großen Felsen mittig an die 6 60° Markierungen an. Die kleinen Felsen werden dann senkrecht oder leicht schräg an die großen Felsen geklebt. Hierzu muss wahrscheinlich jeder kleine Felsen noch etwas angepasst werden, vor allem an der Seite, wo der große Felsen aufliegt. Danach wird noch die Halbkugel in die Mitte geklebt, um dann auf alle waagerechten Flächen mit wasserverdünnten Holzleim aufzutragen. Lasst ganz nach Geschmack aber auch hier und da noch glatte und verspachtelte Stellen frei, einfach um den Tempel nicht zu gleichmäßig mit Sand zu bedecken. Streut zuerst hier und da etwas groben Sand über den Tempel und danach flächendeckend feinen Sand. Am besten macht ihr das auf einer Plastikunterlage, an der euer Tempel nicht festkleben kann. Ich habe hier einfach eine Bastelmatte mit Frischhaltefolie überzogen. Ist dann alles richtig gut durchgetrocknet und der überschüssige Sand abgebürstet, kann es mit der Bemalung losgehen. Als Grundierung mische ich einen Sandbraun mit etwas Ocker an und gebe noch wie üblich Holzleim und Wasser hinzu. Nach dem Trocknen kommt ein erdbrauner Wash drüber. Dafür nehme ich ganz einfach ein Erdbraun und verdünne es mit Wasser. Das reicht völlig. Ist der Wash getrocknet, wird mit der Grundfarbe hier und da trocken gebürstet, um erste Akzente zu setzen. Danach nehmt ihr euch euren reinen Sandton und bürstet damit kräftig übers gesamte Modell. Die Stellen, an die nur wenig Licht gelangt und die ihr ohnehin schlecht mit dem Pinsel erreichen könnt, müssen natürlich nur ganz leicht trocken gebürstet werden. Für die finalen Highlights mische ich etwas Weiß in den Sandton, um nur noch ganz leicht und von oben nach unten über ein paar ausgewählte Kanten zu bürsten. Da noch ein paar obligatorische Grasbüschel aufkleben, schon wäre auch dieses Geländestück spielbereit. Übrigens hatte ich gelesen, dass sich der eigentliche Jedi-Tempel im Inneren des darunterliegenden Hügels befindet. Das hier ist nur der sehende Stein. Wollt ihr noch ein passendes Hügel-Tutorial? Dann schreibt's in die Kommentare.
Bei mindestens 50 Nennungen drehe ich gerne noch ein extra Video für euch. Wir sehen uns aber erstmal nächsten Freitag. Bis dann!